Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus 3. Mose 19, Vers 33. Ich habe hier in meiner Hand die Karte zum neuen Weltverfolgungsindex 2026 von dem Hilfswerk Open Doors, wo die Länder gelistet sind, in denen am meisten Christenverfolgung herrscht. Und das sind ja oft die Top-Länder auf dieser Liste, sind auch die Länder, wo auch sonst bürgerliche Freiheiten mit Füßen getreten werden in aller Regel, wo Diktaturen herrschen oder Bürgerkriege oder andere Regime. Und ich habe mir vorhin die Erstplatzierten, in Anführungszeichen, angeschaut. Platz 1 ist seit Jahren unangefochten Nordkorea. Die nächsten Länder, 2 bis 6, Somalia, Jemen, Sudan, Eritrea, Syrien, sind alles Länder, aus denen ich Menschen getroffen habe Anfang Januar, als ich mit unserem Team auf Chios war. Das sind einige der Top-Länder, aus denen Menschen versuchen, nach Europa zu fliehen, also als Fremdlinge in unser Land zu kommen. Und die traurige Realität ist, dass sie oft gar nicht so weit kommen, weil sie abgedrängt werden, weil wir die Festung Europa eben hochziehen, weil sie wie neulich im zentralen Mittelmeer zu Hunderten zu Tode kommen auf dem Weg, oder vor Chios gab es jetzt gerade ein Unglück, wo 15 Menschen, größtenteils aus Afghanistan, auch hoch oben hier in der Liste, ertrunken sind im Mittelmeer. Und wir schotten uns ab. Und ich will gar nicht jetzt in die Details der Politik und dieser Diskussionen gehen, aber 3. Mose 19 erinnert uns, dass wir nicht nur für uns selbst da sind. Und Jesus greift das auf, und zum Beispiel in Lukas 10, in dem berühmten Gleichnis vom barmherzigen Samariter, macht er sehr deutlich, der Nächste, beim Stichwort Nächstenliebe, der Nächste definiert sich nicht durch geografische Nähe, definiert sich nicht durch ethnische, familiäre, soziale Nähe, sondern der Nächste ist der Mitmensch. Ist der Mitmensch ganz besonders, der meine Hilfe, meine Solidarität, meine Unterstützung, meine Nächstenliebe eben braucht. Es gibt immer wieder auch in jüngster Zeit Versuche, Nächstenliebe umzudefinieren. Das gibt es schon bei Nietzsche, der dann sagt, ja, die Christen haben diese Fernstenliebe, und das ist ja total unrealistisch, und das hört man heute zum Teil von Christen. Und es geht doch zunächst mal um unsere eigenen Leute. Da sagt Jesus, das tun auch die Heiden. Der Weg der Christen ist gerade ein anderer. Nämlich jeder Mensch, den Gott geschaffen hat, jeder Mensch, der Gott kostbar ist, verdient unsere Zuwendung. Das setzt sich nicht sofort um in politische Regeln, will ich gleich dazu sagen, aber sollte sie für uns als Christen zumindest mit prägen und informieren. Also, Jesus ist der Brücken baut. Jesus ist der Grenzen überwindet zwischen Menschen. Er selbst hat diese große Distanz überwunden von der himmlischen Herrlichkeit zu uns, um sich für uns hinzugeben. Und wir sind herausgefordert, für unsere Mitmenschen da zu sein, so wie wir es eben können, egal wo sie herkommen, egal was sie geprägt hat, und ihnen in der Liebe von Jesus zu begegnen. Und er will Segen daraus machen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns so zusammenstellst mit unseren Mitmenschen. Ich bete, dass du uns segnest und zum Segen setzt. Und wie oft werden wir erfahren, dass wir selber am Ende die Gesegneten sind. Herr, ich bringe dir die Menschen, die gerade auf der Flucht sind, die gerade irgendwo im Niemandsland festhängen, die nicht wissen, wo sie hin sollen in ihrer Not. Bete, dass sie Barmherzigkeit finden. Bete für unsere Gesellschaft, dass die verantwortlich sind, Weisheit haben im Umgang mit den Herausforderungen, die das auch mit sich bringt. Bete, dass wir als deine Kinder vorangehen, damit den Nächsten und auch dem Nächsten, der aus einem fernen Land kommt, in deiner Liebe zu begegnen. Amen.